Ja, hallo Freunde der analogen Unterhaltung und willkommen zu einer neuen Folge von Hunter und Kron. Heute mit Russian Railroads. 2 bis 4 Personen, 120 Minuten Spieldauer, also doch ein bisschen. Und man sollte ungefähr 12 Jahre alt sein. Stimmt auch, weil es ist doch etwas komplex. Es hat eine 24-seitige Anleitung, habe ich beim Hans im Glück Verlag lange nicht mehr gesehen, die sich aber wie Butter liest. Wir befinden uns in Russland und müssen die Industrialisierung in Gang bringen. Und wie macht man das? Indem man Eisenbahnen baut. Hier sind es ganz konkret 3 Strecken, die in Angriff genommen werden müssen, nämlich Moskau-Wladiwostok, also die Transsibirische Eisenbahn, und Moskau-Sankt Petersburg und Moskau-Kiew. Unten eine Industrialisierungsleiste, ja, und 1 Million Sonderfunktionen, die man erreichen kann, indem man diverse Dinge tut. Worker Placement pur, würde ich sagen. Wir haben einen Spielplan, auf dem ja eigentlich nichts anderes ist außer Worker Placement Felder und eben die obligatorische Siegpunktleiste. Einen relativ großen Bereich, bei dem es nur um den Gleisbau geht, also wo wir die Strecken bauen können. Dann haben wir hier die Reihenfolge, die wir ebenfalls mit Workern beeinflussen können. Hier drüben ist der Bereich, wo ich entweder Lokomotiven oder Fabriken bauen kann. Hier treibt man die Industrialisierung bzw. Industrialisierung und den Gleisbau voran. Ja, und dann gibt es noch 3 kleine Sonderfelder, entweder 2 Leiharbeiter, die man sich für eine Runde anheuert, oder 2 Gold, die man bekommt, oder hier so ein Verdopplerblättchen für die Strecke Moskau-Wladiwostok. Nicht vergessen, hier unten gibt es noch so ein paar spezielle Ingenieure, die in jedem Spiel anders sind. Da kommt so ein bisschen Varianz ins Spiel. Und es ist ein ganz nettes System gemacht. Die liegen hier in einer Reihe, woran man auch erkennt, erstens, wie viele Runden überhaupt noch zu spielen sind, weil die dann in jeder Runde rutschen die dann hier so durch. Und es kann immer nur der ganz rechts liegende Ingenieur, der könnte jetzt in dieser Runde für 1 Gold gekauft werden. Wenn man so einen Ingenieur erworben hat, dann ist dieses Feld für einen exklusiv für den Rest des Spiels verfügbar. Wohingegen die beiden kommenden Ingenieure mit ihrer anderen Seite hier liegen, was bedeutet, in dieser Runde kann ich ihre Fähigkeit wie ein normales Aktionsfeld auch nutzen. Irgendein Spieler hätte den jetzt gekauft und in der nächsten Runde würden die dann hier einfach alle eins durchrutschen, wozu hier eben ein neues Aktionsfeld ins Spiel kommt. Ansonsten hat jeder Spieler hier so ein schönes Tableau. Wir haben hier bei den Strecken diese schwarzen Marker für die Gleise. Und wenn wir dann Gleisschritte erwerben, dann können wir mit diesen Gleisen hier vorangehen und ja so quasi unsere Strecke bauen. Dann ist es noch so, dass eben hier sehr viele verschiedene Felder drauf sind. Wir sehen schon, wenn wir mit dem schwarzen Gleis zum Beispiel hier auf die Nummer 2 bei der Strecke Wladiwostok kommen, dann bekommen wir automatisch hier unsere grauen Gleise. Die werden sozusagen freigeschaltet und ab sofort könnte man hinter dem schwarzen Gleis auch mit den grauen Gleisen vorangehen. Also ich kann mit dem grauen Gleis, könnte ich niemals den schwarzen überholen. Ich kann nur eine schwarze Strecke, schon vorhandene schwarze Strecke, langsam veredeln. Und dazu kommt noch, gewertet wird die Strecke nur so weit, wie sie auch von einer Lok erreicht wird. Die Loks wiederum gibt es in unterschiedlichen Zahlenwerten. Die werden hier so an die Strecken angelegt. Ich habe hier die Möglichkeit, bei Moskau-Wladiwostok 2 Loks zu bauen, deren Wert dann addiert wird. Das wäre 5 plus 1 macht 6. Ich würde also theoretisch Feld 1 bis 6 befahren. Es werden erst die 2er-Loks weggekauft, dann die 3er-Loks, dann die 4er-Loks und so weiter. Und weil kein Mensch so viele Loks braucht, gibt es eine Alternative, was man mit den Loks machen kann. Hier unten bei der Industrialisierungsleiste fällt auf, das sind ja Löcher. Um jetzt hier von diesem Feld auf dieses Feld zu laufen, muss ich erst meine Leiste weiterbauen und dazu brauche ich Fabriken. Jede Lok ist auf der Rückseite eine Fabrik und die passt hier wunderbar in die Lücke. Und jetzt sieht man auch schon, so wird der Weg hier weitergebaut. Es gibt, das sollte auf jeden Fall noch erwähnt werden, diese 5 Fragezeichenfelder, die hier unterschiedlich erreicht werden können. Und das sind wirklich sehr starke Sonderblättchen, die unterschiedlichste Dinge ermöglichen. Ich kann zum Beispiel hier
mir einen Punkteveredler für die Strecke Moskau-Wladiwostok holen. Hier 5 Schritte mit dem Industrialisierungsmarker auf einen Streich. Oder aber, wer sich zum Beispiel total auf die Industrialisierung spezialisiert, könnte sich auch einen zweiten Industrialisierungsmarker ins Spiel holen und mit dem auch noch anfangen, hier rumzulaufen. Russian Railroads ist wirklich ein tolles Worker-Placement-Strategiespiel mit viel Tiefgang, ganz toll balanciert. Bietet unheimlich viele strategische Optionen, die dann auch Langzeit motivieren. Diesmal gehe ich auf Industrie. Nein, diesmal vergesse ich mal diese ganze Gleisaufwertungsgeschichte, sondern ich versuche nur die besonderen Felder hier möglichst schnell zu erreichen, mit möglichst viel Worker zu kriegen oder hier auf diese Sonderplättchen zu gehen. Und also da ist wirklich jedes Spiel anders und jedes Spiel ist wieder mit neuem Nervenkitzel, finde ich, da verbunden. Schaffe ich es diesmal bis Wladiwostok und klappt das alles so, wie ich mir das so ausgedacht habe oder eben nicht. Man grübelt, während die anderen dran sind. Man grübelt, bis man dran ist. Und wenn man dann dran ist, merkt man, das Aktionsfeld, das ich dringend für meine Strategie brauche, wurde gerade eben belegt und fängt neu an zu grübeln. Wann in seinem Zug man welche Aktion nimmt, was denn die anderen überhaupt vorhaben, kann denn Hunter gerade überhaupt graue Gleisbewegungen gebrauchen oder ist ein graues Gleis vielleicht gerade blockiert und deswegen kann ich mir relativ sicher sein, dass das graue Gleisbewegungsaktionsfeld noch eine Runde durchhält und ich sollte vielleicht lieber eine günstige Lok bauen oder den Ingenieur anwerben. Also da gibt's, und was immer man tut, auch wenn es einem toll vorkommt, man denkt dann, wenn der Nächste was tut, das hätte ich auch machen sollen. Man muss relativ viel rechnen oder zusammenzählen, würde ich sagen. Nach jeder Runde wird gewertet, aber diese Wertung macht eben auch viel Spaß. Auch die Wertung macht Spaß, weil wenn man hier wie man so sieht, wie seine Strecken so immer mehr Punkte geben und so exponentiell plötzlich, erst habe ich nur 10 Punkte in der Runde, plötzlich habe ich 30 Punkte, plötzlich 50, 60, 100 Punkte in einer einzigen Runde, das macht auch Freude. Ich finde es super. Ich kann mich da nur anschließen. Möchte dazu sagen, überhaupt nicht der Eisenbahner, aber ich habe so viel Positives über Russian Railroads gehört, dass ich es mir dann auch geholt habe und gespielt habe und es hat mich restlos überzeugt. Es ist wirklich ein tolles Spiel. Es ist abstrakt, es ist nicht thematisch, sondern wirklich eher sehr abstrakt. Aber es macht wahnsinnig Spaß, sich da reinzudenken und man kommt erstaunlich schnell rein, gerade auch durch die tolle Anleitung. Ganz besonders hat mir die 2-Spieler-Variante auch gefallen. Die 2 steht hier nicht nur einfach deshalb da drauf, weil es auch geht, sondern man hat einen eigenen Spielplan. Ich finde es super balanciert. Spielt es zu zweit oder wenn ihr eben nur zu zweit spielt, das ist mal ein cooles Worker-Placement-Strategiespiel, was echt funktioniert.